das ist mir so auf den Sack gegangen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dir? Bleib mal locker sitzen jetzt. Gibt es eigentlich jemanden mit einer Angewohnheit, über die ihr immer wieder lachen müsst, wenn ihr sie seht oder mitbekommt? Felix ist top. Felix ist einfach ein Typ, der ist, er hat ein bisschen Schaden, aber einen guten Schaden. Und ich finde es toll einfach, wenn der kommt, der macht, also keine Ahnung. Also der ist Comedy, ohne dass es eigentlich sein Doch, möchte. er will es schon noch sein. Okay. Er macht schon noch absichtlich. Aber er hat oftmals, redet er einfach mit sich selber, aber sehr lustig. Also nicht jetzt, dass er einen Schaden hat oder so, mit sich selber redet, aber ich hätte gesagt, zu 95% von der Zeit ist er halt sehr fröhlich von seiner Art her, ne? Und er macht auch gerne Späße. Und er hat einfach eine sehr fröhliche und offene Art an sich. Und ja, so seine Art, die er hat, ist schwer zu beschreiben jetzt, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, wenn er morgens herkommt. Der Füllkrug ist nicht mehr hier. Ja, Mann, ich wollte gerade Fülle sagen. Fülle, was hatte der denn für ein... Ach so. Der hat immer, weiß er, was bedeutet, der hat immer die Uhr rausgeholt. Ja. Fülle hat immer den hier gemacht. Fülle hatte auch so, Ja, weil er hatte auch ein bisschen mit der Schulter und das durfte immer nicht zu sehr einrasten. Also es musste immer irgendwie in Bewegung bleiben. Und logischerweise haben wir auch immer gerne mal 1, 2 längere Busfahrten gehabt. Und er saß genau, weil ich eben davon gesprochen, von den 2 Sitzen, wo Karim und ich sitzen, quasi auf der anderen Seite. Und irgendwann fing er halt an, immer so zu bewegen. Und dann ist mir das, also weil ich auch ein eigenartiger Typ bin. Und ich saß dann irgendwann, das ist mir so auf den Sack gegangen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dir? Bleib mal locker sitzen jetzt. So, er hat mich vogelig gemacht. Ja, und dann meinte er braucht das. Er muss das immer, weil er rastet sonst ein. Und dann muss er mal alle 10 Minuten aufstehen, musste er sich dann dehnen und so. Und der war schon ein witziger Kerl. Also Fülle war krass. Fülle hatte ein paar. Er hatte einiges im Angebot. Besprechungsraum hat er so auf einmal gemacht. Aber jetzt gerade, ich finde, da muss ich auch wieder auf Greg kommen. Greg ist sehr handyversiert. Doch. Sehr handyversiert. Und ich glaube, er spielt oft, im Schach auch drin. Schach. Und da kannst du den nicht ansprechen. Also der ist wie in so ein dunkles Loch fällt der dann. Und dann ist wirklich so, also alles drumherum, das kriegt er nicht mehr mit dann. Und man muss auch sagen, hier die 3, also Karim, Maxi und Jule, die haben jetzt gerade auch so eine Eigenart, dass sie bei Besprechungen und bei Meetings, die müssen immer nebeneinander sein. Das geht tatsächlich aber von Karim auch so ein bisschen aus. Ja, die sitzen einfach nebeneinander. Also jetzt zum Beispiel, bevor wir zum Spiel rausgehen, müssen sie dann auch nebeneinander im Kreis sein. Ich glaube, das geht wieder so in die abergläubische Richtung. Genau. Ich nehme mich da aber persönlich wieder raus, aber ich spiele das Spiel nur mit.